Okay, liebe Leute, es kann weitergehen mit Vagrant Order. Ich bin das Muffix und wir sind hier immer noch mit den Interludes beschäftigt. Aktuell machen wir die vom werten Shakespeare, nachdem wir die beim letzten Mal von Lancelot abgeschlossen haben, die sehr nett war. Shakespeare hat auch eine Rolle mitgespielt. Und nun gehen wir gleich mal in die nächste Runde. Er will ja hier irgendein super Schauspiel vonstatten machen. Es kann sich um irgendwas Schlimmes handeln. Aber das ist unser Shakespeare, würde ich sagen. Oh, how valorous you were. You are majestic even when standing behind me, master. Well, the Holy Grail war a fine thing. It's a war that contains elements common to historical plays, tragedy and comedy. I'm glad to hear that. See, here the thunderous applause. Danke, heute kein Autogramm. You were so cool, kid. I love you. Let's make a baby. Was? Who's giving out the orders behind the girl? King, Emperor, General? Ich bin alles in einer Form. Oh, let's get going, Master. Ich will ein Kind von dir so nett. I wish I could work out the lines a little bit more there. Give me a break. Well, it's important to select words with care. I hope you'll work harder next time. What did you say? Next time? Yes, listen, Mesh, Master. Ich bin sicher, er hat beim letzten Mal die Monster in die Stadt geschickt. You two are the protagonists of this play. A girl and her master rise up to the safest town. The girl is a steel knight with a fragile heart. The master is a vulnerable human with a steel heart. By going hand in hand, the two characters begin to transform from craven to courageous, and standing in the way are diabolic beasts beyond human understanding, unable to communicate. They were incompatible. Their sad existence is fated to be hostile to humans. By delivering the final blow, the two heroes are able to move on. It is a treacherous path, denying them even sleep. They are one balm for their wounded bodies and souls. Regardless, they have no regret, despair, or resignation. Even if what they fight against is the great existence constituting the framework of the universe. You two shall march onward. Excuse me, but I have one question. Sure, what is it? So if I'm wrong, but are you the summoning those enemies? Well, it's time to fight, Master. Answer my question. Das habe ich schon prophezeit, liebe Leute, dass er die Monster hier erzeugt, nur um hier eine gute Show darzubieten. Das ist Shakespeare. Aber ich persönlich mag sehr Shakespeare. Ich fand er war immer der lustigsten Typ in Apocrypha. War sehr cool, Mann. In seinem einen Fighter gegen Fran war er auch richtig badass. Und ja, ich mag ihn gerne, auch wenn er böse ist. Wartet. Ja, so. Werden wir schon schaffen, oder? Zum Shakespeare nochmal so Gameplay-mäßig. Also ich persönlich mag ja Shakespeare persönlich, ich nutze ihn auch hin und wieder. Das Problem an Shakespeare ist halt einfach, dass er ein Supporter ist mit einem Angriffs-MP und sein MP haut halt einfach nicht rein. Ich meine, man hat ihm eine MP-Interlude gegeben, was natürlich so schwachsinnig ist. Also, wer auf die gekommene Idee ist, dass man seinen MP stärker machen muss, der hat echt sehr, sehr viel Ahnung von dem Spiel. Und das ist halt das, was an ihm so ultra nervt. Weil, ganz ernsthaft, er wäre so viel besser, hätte er irgendein MP, was der Party hilft oder so. Und das Nervige auch an ihm ist, also er hat zwar die MP-Batterie, die super gut ist, und dann natürlich sein Bust-Up, was super ist. Aber sein zweites, seine Invincible-Mann. Das sollte einfach, dass man ein Partymitglied auswählen kann. Das wäre mir tausendmal lieber als immer, dass er sich selbst damit retten kann, weil das braucht ich kein Mensch. Wieso ziehe ich jetzt eigentlich keine Lancelot-Karten? Wieso ziehe ich jetzt eigentlich keine Lancelot-Karten? Keine BDW, Entschuldigung, Lancelot aber beim letzten Mal. Agatlam! So, das ist inzwischen einfach mein Nuker, Mann. Babyboy. Es ist einfach so hart mein Nuker, so bei solchen Gegnern, Mann. Einfach BAM! Und er zerstört halt alles auf MP4, Mann. Ganz ernsthaft, Mann. Er hat jetzt auch gar nicht so krasse Buffs und einfach mal 200.000. Schau mal, das ist so geil, Mann. Baby Boy! Wie gesagt, ich plane immer nur von einer Klasse erstmal immer einen 7 zu graden und danach schaue ich weiter. Mir schon meine Friendliste muss ja voll mit gegradeten 7 sein. Und deswegen kann ich ihn gerade nicht graden, Mann. Aber ich jetzt so fuck, weil ich mag ihn so gerne, Mann. Das ist halt so cool mit ihm zu spielen. So, liebe Leute.
Wo ist ein Weiberleinchen? Und dann packen wir natürlich die Bestie Party rein. Und mit der Bestie Party ist das kein Problem. Fürchtet euch alle. And now it's time for the climax. Are you sure you didn't summon them with the power of caster might use, maybe? Sorry, but I'm not skilled in magecraft at all. I'm a writer after all. Right. You do have a point there. Anyway, there's a villain who is feeling frustrated. Let's say this initial is S. S? Mr. Shakespeare, so it is you. The villain named as grows impatient with the town's never-ending peace, curses the people, and on top of all it off, he comes up with a plot. It was to use the townspeople to incinerate their townspeople and turn them into demons, so he can make them attack our heroes. What? Shakespeare said. No way. They have no people to protect, no friends or laughter with. All they do now is shiver with loneliness. You can give in, the demon whispers. You can rest now, the nightmare murmurs. Well, 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 what are you going to do, Mash Kirillite? Indeed, what are you going to do, Maxim, my master? Master? We are such stuff a streamer made on. Huh, I didn't expect that answer. It essentially means transistence, that everything you struggle for in life is merely what happens in your dream. But, however, you're different. You're perceived a different meaning in it. A dream is hope. Hope is what is laid with courage and determination. Then your battle speaks for itself, for you are the dream. You're a great master. You're fantastic and invincible. Yes, he's absolutely right, master. I have no doubts. If there's no way to turn them back, we just need to defeat them. I'm coming with you, master. Heißt es ja, wenn jetzt echt Menschen in Dämonen oder Dämonen, wie auch immer, nur um hier ein schönes Schauspiel zu haben. Shakespeare, vielleicht bist du mir gerade ein bisschen unsympathischer geworden. Okay, oh, 122.000 Mann. Oh, Leute, man, früher hat mir sowas Angst gemacht. Dann kam Ossi. Dann kam Ossi, liebe Leute. Und dann war es vorbei. Seitdem haben wir den Easy-Button im Spiel, liebe Leute. Und wenn wir irgendwann mal Merlin haben, dann haben wir echt den, dann sind wir komplett easy. Dann muss ich mich um gar nichts mehr kümmern. Ich hätte halt übrigens Hans auch eine Starbomb geben sollen, aber egal. Ja, hätte ich doch nicht geben sollen. Alles super, Queenie. Ihr das Skill ist so nice, Mann. Ihr das Skill ist so hart nice. Ja, das Skill ist so hart nice, Mann. Ich sag's gerne immer wieder. Und das bringt mir ehrlich gesagt nichts. Aber egal. So, liebe Leute, dann. Wo ist die Pyramide? Da ist die Pyramide. Sie kommt angeflogen, Mann. Zeig mir, du bist ganz schön böse, Mann. Nur um mal wieder deine Shot zu sehen. Beim letzten Mal hast du ja Lancelot hier zufällig natürlich gegen Alfred hier gestellt, jetzt das. Alter, der Typ macht so 2000 Schaden. Er ist OP, Mann. Er ist so hart OP, Mann. Ich liebe meinen. Ich liebe ihn so weit aus, Mann. Er ist so cool, Mann. Wie habe ich in meinem Leben mal Casterbosse bezwungen ohne ihn? We defeated him. Oh, we must hail to victory. Now that they won the battle, the end of their dream comes. Oh, the town is gone. Excellent job, Master. And you, Merculite, the shield and sword. The dream is now over. You gathered the beautiful threads of your story. Now let's walk toward the rest of the story. I'm certain that transistent dream and illusion shall satisfy your mind. And of course, for me too. From where to where was it a dream? Of course, that's a secret. Playwrights never reveal their method so easily. Nett. Das erinnert mich hier ein bisschen an sein Noble Phantasm, was er hier in Apocrypha gezeigt hat. Als er gegen Fran gekämpft hat, da hat er ja sein Noble Phantasm aktiviert und damit hier die Leute, Fran hier in diese Traumwelt da geschickt, was sie mental zerstört hat. Okay, liebe Leute, wir machen die nächste Interlude und die geht natürlich mit Davy Boy Smith weiter, der in Camelot ist. Was ich jetzt nicht verstehe, aber okay. Auch gut. Keine Ahnung.
Irgendeinen coolen Supporter. Haben wir eine Tammy? Wir haben eine Tammy, liebe Leute. Gebt uns Tammys, aber haben wir besser gelevelte Tammys? Irgendwann werde ich auch eine besser gelevelte Tammy haben. Der Tag wird kommen. Tammy. Tammy. Da, das ist wohl, ja. Das ist mein bester Freund. So, ich glaube, dann machen wir die Saber-Zerstörer-Party. So, Devish Bodhisattva, sehr schön. Und dann die Queen. Auf Sheba. Können wir wieder Starbomb. Die Starbomb ist jetzt so nice, man. So, und dann machen wir den guten alten Robbie Boy Bobby. So, wer ist Robbie Boy Bobby, fragt ihr? Das ist Robbie Boy Bobby gegen Davy Boy Bobby. Nein. So, genug Bobbys. Genug von Bobbys. Ich pack noch Cäsar ein. Wenn ich ihn finde, natürlich nur. Also kein Cäsar. Da ist er. Wir machen nur noch One-Kills, Mann. Also, David Interlude, freue ich mich sehr drauf. David Goredofl. Weil David natürlich einer meiner Lieblingscharaktere ist, Mann. Sehr cool. Ist er. Was ist denn das für Musik? When I reflect back, the question I asked just sort of slipped out. It was like a mistake. But the king smiled like his usual self to avoid answering. In a way I thought that was the most sincere of answers. Ah, nice. I never thought I would see this land with my own eyes again. Well, technically lots of things are different from my time, but the basics are there. Wonderful scenery, fertile land worth tilling. And I am standing on said land. This must be divine providence. That runs again, no. If it's completely the same, a terrible war will follow. Better to say, anew, I think. That a temple will be built here anew. One that is sure to have a great influence over the world. The Temple of Time. Specifically, new wealth and riches. Don't you agree, beautiful lady? In my latter years I was beset by war. Constructing a temple had become a distant dream of mine. But it turns out I didn't need to mourn over such things. Alright, I'm getting pumped up. After all, I'm incredible. I would do it multiple times should I have the opportunity. I may not have resurrected, and I may just one of many heroic spirits. However, I'm still me. I'm David, a servant of God. In that case, I think it only be natural for me to build a temple. However, I am quite a bind. I certainly have a motive and opportunity, but I lack one thing. Do you know what it is, Maxi? Oh, the doctor can also answer. Leute, die den Tempel bauen? It's that thing, right? Genau dieses Ding. Das Ding. You don't have to think too hard on it, Maxi. He's up to his usual nonsense. He wants to say that a considerable price must be paid for his work. Of course, I'm a conservativist, also a realist. I want you to remember this, Master. Sagt ernst. If you want to show how cool you are, it would be a waste if there was no audience, read beautiful women, watching your little demonstration. This is extremely important. It's important to bring good deeds unnoticed, but God's great work must reach to be known to the masses. Yes, that may be true, but is that why you want to build a temple? Of course it is. By singing the glory of God, my merits will be acknowledged. If I build a temple, good fortune is sure to follow. In the end, this is for the sake of the citizens. But putting that aside, I had a sneaking suspicion, but now it's been confirmed. You're Abhishek. And you're indeed Abhishek. Huh? Show me your lovely face, Abhishek. Oh, look at those thoughtful eyes and your vibrant spiritually. Your hairstyle and body are completely different, but no matter. The way you stand so devoutly, your teenage looks. You are without question Abhishek. You must have manifested after you heard of my great feast. David, I keep trying to tell you. Senpai, please say something. David, you're like an old man. Huh? Is Maxi the girl's chosen love? What a disappointment. I know there's no lie in Maxi's words, so it must be true. How sad. So she's not Abhishek, damn. I thought for sure she was Abhishek. Ah, King David. A man who never once questioned his own thoughts and illusions. Yep, that's him for sure.
Please refrain from hitting on Mesh, subtly or otherwise. Try to remember that Abhishek was the beautiful young woman who served you in your later years. Mesh is not her. But I disagree. That death can exist in this world, even without being resurrected. That miracle has already happened, as you know. So, it wouldn't be any surprise if Abhishek was here too. Am I present to wish so? No. Don't you think I'm quite humble in that sense? Foo. King David's own success led him to believe, his absolute conviction, that this would continue forever. Dead King David for sure, for you. If you materialized and rashifted without actual business, ask that you came back. Honestly, rashifting isn't free. Activated it won't cost about one staff member's salary. But I do have business. Don't you always say we can't waste energy? Well, I agree on that front. So, let's get on a move, Maxi. You're going somewhere? I thought you came here just to look at mountainous landscape. That's partly true. My primary role was put on that vast ocean, if you recall. And that is why I wanted to once again see the world that you saved with my own eyes. So, now that your wish had been granted, all I have to do is my job as a servant. My business is in that wasteland. They are obviously enemies, so be careful. Enemies? Are they survivors from Lion's King reign? Those aren't my enemies. If you're talking about the enemies before I became king, there can only be one. A giant. Dum dum dum. A giant? I'm fairly certain there is no such creature in the 13th century Jerusalem. Of course there is. That's why I'm here. What happened to the conversation about the temple? You're right. David was talking about constructing one. Obviously building a temple is still on my mind, but I'm passing that up this time. Abhishek, not here. There's no reason to play cool without my audience. Okay, now I'm curious. What was on your mind when you were living and doing your stuff? Well, I give you the glory of temple building to someone who's good at that sort of thing. I want to show off my abilities to Maxi by doing what I'm best at. People might think of giants as their own species, but that's not necessarily the case. Phantasma giants as opposed to the actual species themselves, and first and foremost a representation of savagery, a power to be feared. They are more or less human form, yet not human. They are like gods, but not. Oh, the term god I use for reference to deities of polytheism, not to the great and divine being I serve. A being that is not human, but is human, and furthermore very powerful. A being that is savage, a being that defies. For example? Oh, look over there. Yeah, that's about right. Something like that. Magic energy response overhead. Let me see. A large humanoid. A Spriggan. Class Spriggan. Those are only created through magecraft. Prepare for battle. Got it. Waiting for your commands, Master. Now let's go giant hunting. It's been a while. Das ist mein David Boy Smith. Okay, David natürlich bekommt auch noch eine Strengthening Quest neben dieser Interlude. Ich glaube zum 5. Jubiläum war das ja, wo er sein Upgrade bekommt, dass sein MP mehr Schaden gegen riesige Gegner macht, was natürlich bei ihm sogar ein bisschen Sinn macht. So, aber nur ein bisschen. Robbie Boy Karten, sehr schön. Aber liebe Leute, die Robbie Boy Karten brauchen wir nämlich gar nicht, weil, liebe Leute, ich werde ihn mit einem Move zerstören. Hoffe ich. Ich glaub's nicht. Ehrlich gesagt, ich glaub's nicht. Glaubt ihr, mein Robin macht echt Nahl? Da bräuchte ich mehr Karten. Ich will, der will das Sport des Hardware übrigens, Mann. Nur so als kleine Randnotiz. Wenn du schaffst, Robbie Boy, dann bist du der Beste. Scheiße. Mir fällt gerade was auf. Ich bin so hart schlecht, Mann. Ich hab vergessen, dass ich seine Pia aufladen muss. Ich bin so hart schlecht, Mann. Mir bringt der Tamamo gar nichts, weil ich hätte ja... Alter, Mann. Alle meine Baus weg von Caesar. Alter, wie hart schlecht kann man bitte sein, Mann.
Oh mein Gott, Mann. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja erstmal seine Bierwunder bringen kann. Oh mein Gott, Mann. Okay. Passt trotzdem. Natürlich schafft es. Ach, das war doch klar, dass man Robbie Boy das schafft. Alter, Mann. So hart schlecht, Mann. So hart schlecht, Mann. Ich finde es immer schön, dass Cäsar immer sein Schwert immer so im Boden reinsteckt, weil er sagt, nee, ich tue mein Schwert nicht heben. Das ist mir viel zu anstrengend. Ja, aber so kosmisch schlecht. Oh. Ich habe halt keinen Max Limit Broken Kaleidoscope. Noch nicht. Whale? Fragezeichen. Okay, dann kommen jetzt ein paar Berserker. Ich bin gespannt, was uns nun im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nein, das ist es eigentlich nicht, was uns hier aber erwartet. So, gehen wir hier, zack, Dive to Blue und jo. Dann cruisen wir ein bisschen mit Summer Mo. Battle completed. All Springans have been defeated. What an improved bunch of giants. I had hoped they carried better treasure than this. Her experts who hunt dragons have it nice. Dragons are super rich and hoard a bunch of treasure. You can go ahead and ignore what the old man's saying, Maxi. Ich dachte, wir wären das Drachenjäger. A second wave is coming your way. Be careful. There's more of them this way time. Hey, Doctor. Don't call me an old man. That's rude. Call me Big Brother. Or even Gramps. Yeah, got it, Big Brother. If that's what you want, then quit acting like an old man. I got it. I pride myself in looking young no matter how old I am. But you're right. There's a ton of them. It's like a giant army of giants. Could this be a reincarnation of some myth? Honestly, this feels a little staged. King David, does that ring a bell for you? You know, they're saying there's a jack for every Jill. That doesn't sound right. Tit for that. The cutter chase, they're all priced as fit. They are, after all, I'm the giant killer. And that means the world would be pretty much assemble a bunch of giant beings to greet me. Those beings have come to defeat me, even as I am here to beat the crap out of them. The giants really laugh and are drawn to you. I know it's really not a great connection to have though. Like girls that are taller than me, honestly, they are not my type. Multiple colonies incoming. There seems to be more than last time. I suppose we don't have time to talk about my tastes. You know, I'm not really liking this bird he ambushed either. They may be giants, but if they still have some intellect, I'm going to give them a talking to. Hey you have the right to reform yourself. While I'm bashing you with this rock sometimes you... Oh, I am open to discussion. 1, 2, 3, 4. I see, then you'll leave me with no choice. In service of just cause, even the meek can slay a giant. Allow me to demonstrate with the small rock. Er ist so cool, Mann. Er ist so cool, Mann. Und übrigens, das würde ihn ja im Endeffekt freuen. King Protea wird dann auch von ihm angezogen. Und könnte Schlimmeres geben. Obwohl, die macht dich platter mit einem Move. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Okay, liebe Leute. Paraboy. Stärkster Arzer im Spiel, Mann. Ultimate Castoria Looper. So oder so ähnlich. So oder so ähnlich. Leider nur ähnlich. Ah na, ich hab doch ja gern mal sein. Ich bin so dumm, Mann. Ich weiß doch, dass sie nicht mehr drankommt, Mann. Ich war gerade in dem Gedanken, dass Summer Mo noch zweimal angreifen kann. Schon wieder hart schlecht. Und ihr wisst ja, bei Berserkern ist es immer so schwer, das MP zu refunden. Aber okay, schaffen wir schon. Ja komm, ich habe ja 50% Batterie für sie noch. So, sie wird schon mehr als 50% refunden, also. Sonst wäre es ja traurig, Mann. Die Frage ist, ob sie überhaupt alle Gegner bezwingt. Wambatsu. So, aber sehr nett. Ich sage, ich mag mein Ding. Das ist auch das Nette, sagt er mal in seinem MP so. Ah, ihr hattet das Recht hier, euch zu bekehren. Ja, aber es ist leider zu spät. Und dann, Hamesh, aber dem! Und dann schmeißt er seinen Stein auf die Gegner. So. Wunderbar. Und dann, da wir einfach mal wieder reden können über Servants. Ich muss ja sagen, ich mag David sehr gerne. Ich habe ihn ja in letzter Zeit sehr viel gelevelt. Spätestens. Dank auch natürlich dem King Protea Fight, für den er ja natürlich hier ein hohes Level haben musste.
Und damit haben wir ihn zerstört, Mann. Die gute King Protea, Mann. Double David und Merlin und es war nicht ganz so gut, aber irgendwie habe ich es geschafft. Und das war eigentlich ganz schön. Also, zack, zack, zack. Wird schon schaffbar sein. Wie gesagt, er ist ja super cool. Ich sage immer noch, vielleicht der beste Freestar-Servant. Einfach durch seinen Party-Wide-Evade, Mann. Ich sage, er hat mich ja durch die ersten 5 Singularitäten als mein Saber-Killer hier gezogen, Mann. Und, ja, auch schöne Skills, Mann. Hat aber auch gut angegriffen, Mann. Also, und ich mag ihn am liebsten mit dieser einen Kirei-C immer, dass er mehr Verteidigung hat, Mann. Ich bin der Einzige, der Naked Kirei-C haben will. Also, liebe Leute, weggecruised. Und schön Free Turn, liebe Leute, Mann. Wer hätte gedacht, Demi Sem Void kann man Free Turn. Oh mein Gott, was ist denn das für ein geiler Fight, Mann. 6 Octopus Crystal. Ich war früher immer Octopus in Crystal Hell. Habe ja immer vor allem meine Servants gebrochen, jetzt habe ich davon 100 Stück. Aber okay. Nicht so schlimm. Lieber zu viel, als zu wenig. Ich habe letztes Mal geschaut, wie viel Bones ich brauche. Über 300 Bones für die Servants, die ich leveln will. Das ist schön. So, ich hätte gesagt, sie mal zu nehmen, weil ich die noch nie getestet habe. Aber sie ist nicht gut. Nein, ich nehme einen Waiver. Entschuldigung, ich nehme einen Waiver. Wenn es einen Waiver gibt. Oder ich nehme eine Skadi. Ich nehme Skadi. So, dann... Ich muss gerade echt überlegen, was ich mir jetzt für Party zusammenbaue. So, Crypter kann gut kämpfen. Der kann einen bezwingen. Sansang haut den zweiten Gegner weg. Jetzt muss ich ein bisschen meine Partys zerstören. Also, Sansang haut einen Gegner weg. Dann braucht sie nur 20% Starting MP. Dann geben wir die. So, dann Sigiboy kommt raus. Josh kommt auch raus. Skadi kommt auch erstmal raus. Dann kommt Jackie rein. Oh, soll ich Handface mitnehmen? Na, wir wählen für das Jackie aus. Jetzt muss ich zwar 10% MP selber regenerieren, aber das sollte ich schon schaffen. Und ansonsten... Ich hätte jetzt gesagt Vlad. Passt aber natürlich gar nicht in die Party rein. Warte mal. Chloe. Ne, wir wählen Chloe. Ganz eindeutig Chloe. Und dann so. Ja gut, wenn es gut läuft, dann schaffen wir jeden Gegner mit einem Move zu beziehen. Wenn nicht, dann nicht. Schauen wir mal. Egal, liebe Leute. Time to fight. I think it's about time we got to the boss. Thanks to you, the singularity was corrected, so the land should have returned to its natural state. But somehow an army of giants has invaded, come to destroy this blessed land. And when considering who must be leading them... Goliath. Goliath. Goliath, otherwise known as Goliath. The giant soldier who fought against the Israelites. The battle between David and Goliath is a legend written in the book of Samuel, but you're currently in the 13th century, so that means he's probably not the Goliath. If he was real, things would have been much worse. This is a reenactment of the legend. It must be symbolic in some way. And that's why I'm here. I'm here as the real soon-to-be king of the unified kingdom of Israel. Which means that the Goliath we should soon meet will probably be close to the real. He's here! See? It's a giant! Hold on. That's not really a giant. He's a giant ghost, and a demonic boar, and a dragon? Yeah, well, all of these have AoE attacks, and you could make the case that each of them is a giant. Now is not the time for that. I expected. Oh, so that's why this king specializes in having skills to protect his allies. I thought he had those skills to protect his sheep. Huh? They are the same. I mean, if you guide them properly. Ah, stop! I don't want to hear another word. Fool. Please command us, master. Get in battle position, Matt. Roger that. Commencing battle. Ja, Menschen sind wie Schafe. Man muss sie nur immer so ein bisschen rumkutschieren und dann sie glücklich machen, dann machen sie meh, wie Schafe. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob das so klappt, wenn ich mir das vorstelle. Okay, also der erste Gegner soll kein Problem sein. Jetzt brauche ich nur... Ich muss 10% mit Jackie. Nämlich MP gewinnen. 10-malige Prozent. Natürlich habe ich jetzt keine Karte mit ihr, keine sinnvolle.
Ja gut, da wird sie auch nichts gewinnen dadurch. Ja, wurscht. 5% schon mal, das ist schon mal gut. So, Sansang, ersten Gegner weg. So, und jetzt muss ich eine Arztkarte mit Check ziehen. Nur eine einzige, das langt mir. Passt, erster Gegner weg. Oh Leute, wenn ich das Free-Turn-Farming schaffe. Also Free-Turn-Farming, Free-Turn. Ihr wisst, was ich meine. Einfach Free-Turn halt. Nein, ich kann es ja gar nicht Free-Turn machen. Nein, ich bin zu dumm. Nein. Ich hatte einen Command-Spell ein, mir ist das so scheißegal. Mir ist gerade aufgefallen. Ich habe jetzt Killer auf 9. Ich hätte eine Arztkarte mit dir machen müssen. Ich hätte eine Arztkarte mit dir machen müssen. Okay, dann machen wir 4 Züge. Schade. Schade. Aber okay, dann haben wir es mit 4 Zügen zumindest sicher geschafft. Alter, bin ich schlecht, Mann. Alter, Mann. Ich habe vergessen, dass hier Skill auf 9 ist, Mann. Ich habe so hart vergessen, dass hier Skill auf 9 ist, Mann. Das ist so hartmadig. So hartmadig, Mann. Ah, schade, liebe Leute, Mann. Okay, dann brauchen wir 4 Züge. Also, wenn es klappt. Ich müsste jetzt 2 Jackie Quick Karten ziehen. Dann klappt es sicher. Ansonsten weiß ich es nicht. Weil Dragon Killer ist hier nicht unbedingt. Wo ist mein Boy Siegmann? Gibt es eigentlich einen Assassin mit? Nee. Warte, Siegfried und Sigurd haben ja einen Damage-Up gegen Dragons. Wieso hat das kein Assassin eigentlich? Das wäre eigentlich nice, aber okay. So. Oh, 2 Jackie-Karten. Sehr nice, aber sehr wenig Stars. Egal. Kann trotzdem klappen. Jo, wer klappt, Mann? Meine Jackie, Mann. Komm schon, Jackie. Oh, ich bin aber so hart schlecht, Mann. Ich bin so hart schlecht, Mann. Ich habe komplett vergessen. Ich war so sicher, Mai. Hey, Kudos MP macht 100%, ja. Ja, es macht 100%. Aber da hätte ich erst... ist so schlecht. Wenn man aber hart schlecht ist, sollte man einfach aufgeben. Man sollte man einfach nur die Buste Crit Memes raus und dann einfach... Oder alles stallen einfach. Tammy, Merlin, Mash, Mann. Das sind Teams, liebe Leute. Das sind Teams, Mann. Sehr. Ciao, ciao. Okay. Easy peasy. Kein großes Problem. Fast haben wir es geschafft. Fast haben wir es so geschafft, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Oh, da gibt es sogar schon wieder Geisterlaternen und Drachenflügel, was man will. Will man mehr. Und David hat mal wieder gezeigt, wieso er der Riesentüter ist. Er war zwar nicht da, aber seine moralischen Stütze hat uns geholfen. The dragon's demonic power and giant ghosts have all been eliminated. End of battle. There's something missing to call this a reenactment of the myth, but I guess I complete my duties. Now the restoration of the age will continue without incident. I'm beat. I want to go home and sleep. Yeah, I sleep like a log today. I think I'll warm my feet while I listen to Mary's relaxing playlist and have myself a nice peaceful sleep. Good idea. Now reshift is back, Doctor. I put my plans, build a temple of next time. My goal was to show off my cool side here today. The giant killer David fighting as a rogue spirit, rather than as a fighting. If it makes a good memory for you, that's enough for me. King David? Nothing. I can't believe I let something like that slip out. Da kommt noch was. Sehr schön. And since we went through that with you before, I was compelled to ask this question. David, did you know from the beginning? I don't know. The ray shift trip was so long ago. I don't really remember, but I'll answer your question, Abhishek. No, I didn't know. Honestly, I had no way of seeing it. I may have figured out the identity of the King of Mages, but nothing beyond that. When I saw him from our fair in Chaldea, I thought to myself, that man has absolutely no freedom. I couldn't put my finger on exactly it was, but I could tell from his expression. But he was different. From my recollection of the man without freedom, the way he lacked it, he had chosen of his own free will to give it up. So I chose not to think about it. I didn't intervene, that was all. As David spoke, I could see the sadness in his smile, but also pride. The way David acted toward Roman, the straightforward approach, so much so that he might call it cold.
That was the best and only way he could honestly, sincerely communicate as the man he was. Yes, and that's why I think. I'm so glad that I did not notice anything behind the petty banter. The great ancient king. They may not have ever demonstrated any connections, but that they had one was beyond question. Ein schönes Ende. Ja, liebe Leute, denn, es ist ja eigentlich komplett klar. Natürlich, das war jetzt hier im Endeffekt ein Flashback, wo ja im Endeffekt schon Roman hier seine wahre Identität als König der Magier Solomon dargestellt hat. Eine sehr, sehr schöne Szene, um ehrlich zu sein. Ich habe ja öfters schon gesagt, ich würde mir von David mehr wünschen und ich habe immer noch die Hoffnung, Goliath als Servant und eine Singularität hier, wer weiß, hier nur im richtigen Jerusalem. Judäa oder wie es auch immer heißen will. Eine sehr, sehr schöne Interlude. Auch mit wirklich mal einen starken Bezug auf die Hauptstory. Weil, wie gesagt, ich finde, David ist ein bisschen untergegangen in der Hauptstory. Aber nun gut, liebe Leute. Wir machen nun erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's ja weiter. Und dann schauen wir, was dann für eine schöne Interlude kommt. Bis dann, auf Wiedersehen.